the journey of joy around Germany's capital. Unfassbar, unfassbar. History is made. It is writ large. It's spectacular. Es kann schon wieder eine neue historische Marke geben. She's going to better the world record, and look at the clock, and the world record is hers. Welcome to the Berlin Marathon. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des BMW Berlin Marathons. A very warm welcome. Die Vibes des Marathons sind schon zu spüren. Es geht diese Woche los. BMW Berlin Marathon, das ist nicht nur eine spitzensportliche Veranstaltung, das ist eine Breitensportveranstaltung und es ist ein riesiges Event in Berlin. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to the BMW Berlin Marathon here, 2025. You see direct translation service here on the screen. So if you are not familiar with German, just look on the screen. Or you can also focus on the QR code on your table. Then you have the direct translation on your mobile. Or you even have a speech-to-speech function if you put your in-ear plugs in. So translation service is provided, and if there are any questions, just come back to the media's team from STC Events. Robert and Jochen will take care of that. Herzlich willkommen nochmal hier. Ich freue mich, hier zu stehen, weil es wird eine richtig spannende Woche. Es wird eine richtig spannende Auftaktpressekonferenz. Allein schon wegen den Gästen, den tollen Frauen, den schnellen Frauen, die wir hier haben werden. Aber natürlich auch, wir werden heute sehr viele Informationen geben über die Veranstaltung, den Ablauf und über das Ganze drumherum, was in Berlin eine große Rolle spielen wird. Als Gäste darf ich hier begrüßen nachher Jürgen Lock, Geschäftsführer von STC Events, Marc Milde, der Race Director des BMW Berlin Marathons, und wir werden die internationalen Top-Läuferinnen haben. 2 der 3 schnellsten, die hier am Start sind, werden wir hier nachher begrüßen können. Rosemary Wanjiro, Giradida, und aus Japan Honami Maeda, die schnellste japanische Marathonläuferin. Und wir werden hier die schnellsten deutschen Frauen, die am Sonntag hier am Start sind, hier begrüßen können. Das ist Dominika Meyer, Deborah Schöneborn und Fabienne Königstein, die wir nachher hier begrüßen werden können. Mein Name ist Urs Weber, ich bin Kollege von Runners World. Wir können uns gerne im Nachfeld auch zu den deutschen und internationalen Athletinnen austauschen, denn dahinter verbergen sich hochspannende Geschichten über das Marathonlaufen, über Training, über Ernährung und über persönliche Biografien der Marathonläuferin. Höchst spannend. Jetzt begrüße ich erstmal Jürgen Lock, Geschäftsführer STC Events. Jürgen, wo bist du? Da bist du. Jürgen Lock ist seit etlichen Jahren schon hier mit im Team, und jedes Jahr gibt es hier so viele Veränderungen, so viel Neues, dass wir nicht eine neue Veranstaltung haben, nein, bloß das nicht, aber es ist jedes Jahr wieder aufregend. Jürgen, mal erstmal persönlich gefragt, so, ihr seid ein Riesenteam, ihr seid mit über 100 Leuten von STC-Events, das ist gleichzeitig Aufregung, Nervosität, aber auch Vorfreude, oder? Ja, also erstmal guten Morgen von meiner Seite aus. Ja, das wäre schlimm, wenn wir keine Anspannung hätten. Das gehört dazu, und ein Vorstart bedeutet eigentlich immer Anspannung, aber es ist positiv, und das ist etwas, wo wir hochkonzentriert an die Sachen rangehen. Das sind, wie gesagt, nicht nur über 90 festangestellte Mitarbeitende, sondern wir haben sehr, sehr viele Ressortleiter, Abschnittsleiter, über 5.700 Volunteers, und die müssen alle koordiniert werden. Das bedeutet, jeder von uns hat eine Aufgabe, jeder Einzelne vom hauptamtlichen Team. Und wir freuen uns natürlich auch, dass alles wieder, diese Puzzles, die wir die letzten Monate auch so weit einzeln gesetzt haben, jetzt in ein großes Bild zu bringen. Ein Puzzle, was jetzt schon gelegt ist, was jetzt im Aufbau ist, ist die Messe. Und dazu gibt es dieses Jahr große Veränderungen oder eine große neue Location?
Ja, in der Tat. Wir haben leider mit dem Flughafen Tempelhof große Umbaumaßnahmen. Das heißt nicht nur Umbau, sondern da sind die Stahlgerüste, die müssen grundsaniert und kernsaniert werden. Aus diesem Grund dieses Jahr bei der Messe Berlin. Wunderbar, die Fläche, wir über den Eingang Süd, das heißt auch die S-Bahn fährt direkt irgendwo vor die Messe hin. Tolle Location, über 30.000 Quadratmeter, noch mal größer, als wir das bisher im Tempelhof hatten. Und diese 30.000 Quadratmeter werden dann eben halt auch von uns genutzt für alle Services, die wir benötigen. Das heißt Startnummerausgabe, die ganzen Sicherheitschecks, die wir benötigen und natürlich dann auch Merchandising von Adidas und dann alle großen Hersteller und die sich im Bereich Lifestyle dann auch bewegen. Also es ist imposant. Wir waren gestern Abend noch da. Große Aufbaustimmung. Das wird jetzt heute Nachmittag, wenn dann der Start um 15 Uhr ist, sich dann auch, denke ich, in eine Riesenmesse irgendwo auch begeben. Aber wir haben circa 110.000, 115.000 Besucherinnen, Besucher. Also da wird es die nächsten 2,5 Tage, wie man so schön sagt, krachen. Kann ich an die Medienkolleginnen und Kollegen auch nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Wir sind letztes Jahr da mal direkt zu 15 Uhr rübergefahren und um 16 Uhr war die Kassenschlange vor dem Adidas Merchandise-Stand voll. Also es ist wirklich spannend, was da so passiert, wie es da auch brummt. Wir sehen die vielen Unterstützer, Sponsoren, Partner, die es dort gibt und das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Und ganz wichtig, Slot buchen, wer sich die Startnummer für den Marathon abholt. Genau, das ist dieses Jahr neu. Wir haben also eine Slotbuchung gemacht. Das heißt, über 60% haben das auch wahrgenommen, dass sie zu bestimmten Zeiten dann auf die Messe kommen. Wir haben das von unseren Kollegen von den Abbottville Marathon Majors auch abgeguckt. New York hat es schon angefangen, verschiedene andere, sodass wir eben halt nicht diesen Druck drauf haben, sondern dass man wirklich auch entspannt seine Startnummer holen kann, dann entspannt eben halt auch über die Messe gehen kann. Das hoffen wir und gucken wir, dass es auch dieses Jahr ganz gut funktioniert und dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr vielleicht 90-95% Slotbuchung haben. Wir gehen jetzt mal ein bisschen protokollarisch durch, weil es gibt so viele News zu verkünden, auch nicht nur Veränderungen, sondern auch einfach tolle News, die dazugehören. Am Freitag geht es auf die Hall of Fame. Wer wird da eingetragen? Welche neuen Namen können wir da begrüßen? Ja, wir haben mit Charlotte Teske natürlich eine, die ein Urgestein ist. Ganz tolle Frau, nehmen wir gerne mit auf. Dann Marcel Huck wird mit dabei sein und Abel Anton. Das ist etwas, wo wir sehr stolz drin sind. Wir werden aber darüber hinaus auch die Top-Elite der Frauen und Männer irgendwo auch vor Ort haben. Wir werden aber auch von den Abbottville Marathon Majors, die dann auch die Six-Star-Finisher werden, die werden auch mit hinzugenommen. Also wir werden die Szenerie so weit ein bisschen vergrößern, dass wir eine Hall of Fame haben, die auch zeigt, da gibt es ganz viele Menschen, die auch am Sonntag laufen und finishen werden, die dann auch schon vor Ort irgendwo einfach diese Gänsehautmomente auch bekommen. Da freuen wir uns direkt vor dem Brandenburger Tor und es wird zelebriert und das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz, dass wir das in Zukunft auch noch mal ein bisschen ausbauen. Ich finde, das ist immer so ein bisschen der Demokratiemoment des Marathons. Da sind die Topläuferinnen und Topläufer, die Elite, zusammen mit den Hobbyläuferinnen. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich so der Selfie-intensivste Klickmoment im ganzen Marathonwochenende. Am Samstag geht es schon los mit den Rennen, mit den Läufen, Generali 5K. Ja, das ist etwas, was wir insgesamt für uns entschieden haben. Das heißt, wir werden beim Hauptfeld am Sonntag, gehe gleich zurück auf den Samstag, am Sonntag nicht weiter größer werden, weil wir die Qualität der Veranstaltung sehr hoch halten wollen. Das heißt, wir wollen alles, was im Endeffekt für den Sportler, für die Sportlerin wichtig ist, an Setup, wollen wir aufgrund der Platzbedingungen und der Sperrzeiten, die wir haben, ungefähr auf diesem Niveau aus dem letzten Jahr ein bisschen weniger irgendwo reingeben. Das ist etwas, wenn man über 50.000 hat, kann man das auch... Letztes Jahr war Rekord. Ja. Das ist schon irre, was wir haben. Aber was wir machen werden ist, und das ist auch, was wir zeigen, ist, dass wir sagen, das ist jetzt nicht nur eine Marathonveranstaltung, sondern da geht es ums Laufen insgesamt und wir wollen vor allem den Samstag mehr und mehr in den Fokus rücken, dass es um das Thema Laufen geht, dass das Thema um Berlin geht. Das bedeutet den Generali 5K, das heißt über 11.000 Anmeldungen, die dort irgendwo teilnehmen, die letzten 5 Kilometer, die dort irgendwo dann auch bis über die Unterlinden durchs Brandenburger Tor in das Ziel auch laufen. Das ist ein toller emotionaler Moment. 11.000 ist auch die Zahl, die wir dann beim Minimarathon auch haben, also die Berliner Schulen, die dann entweder in der Staffel laufen, also 10 Kinder, 10 Schüler zusammen einen Marathon laufen, 4,2 Kilometer auch über diese Strecke. Und wir haben dann, und das ist dann auch ganz schön für uns,
den R5K-Lauf mit dabei, wo wir die deutsche Elite im Nachwuchsbereich, das sind roundabout 40, die eine Serie hinter sich haben, fängt dann mit Hannover an, geht dann über Paderborn, Hamburg und Schluss ist dann immer Berlin als Finale. Da haben wir die besten Nachwuchsathletinnen. Da sieht man dann eben halt auch, wenn man beispielsweise schaut, wie jetzt irgendwo Tokio. Also das ist nicht von ungefähr. Wir müssen für den Nachwuchs was tun. Das ist die Sicht auch oder die Sichtbarkeit auch zeigen. Das ist, was wir dann am Samstag auch machen. Und schließen letztendlich dann auch mit roundabout 2300 Skatern nochmal den Skatermarathon. Mhm. Also zu den A5K noch die Ergänzung, da ist unter anderem Vanessa Mikitenko, also das ist schon der Generationenübergriff. Irina Mikitenko hier damals mit 2,19 in Berlin den deutschen Rekord aufgestellt und jetzt ist ihre Tochter hier am Start, die letztes Jahr, by the way, hier auch gewonnen hat. Also ganz toll, faszinierend zu sehen, wie da die Nachwuchsförderung vom Event her klappt, aber auch in den eigenen Familien. Ja, absolut. Also Vanessa zeigt es eigentlich seit gut 2-3 Jahren sehr, sehr gut und ihre Mutter mit zweimal Abbott World Marathon Major-Siegerin, also ist ja nicht nur deutsche Rekordhalterin, richtig, sondern da ist ein bisschen mehr noch dahinter. Die hat irgendwo die Weltserie gewonnen, aber da sieht man eben halt schon, sieht man ja auch bei den Wessels beispielsweise, dass so ein Generationswechsel dann auch in der Familie stattfindet. Also ich finde es sehr, sehr toll, was wir gerade auch so erleben. Wir haben hier die besten Vorbilder der Mütter und Väter, die den Marathon laufen. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ja, es geht aber weiter. Wir haben Kidskating, wir haben Inline-Skating, dann findet der Gottesdienst statt. Am Samstagabend ist die Party im Kosmos für die Finisherinnen und Finisher des Inline-Skating. Und dann geht es am Sonntag los. Wer startet zuerst? Ja, es wird wahrscheinlich so sein, dass wahrscheinlich wie immer dann die Handbiker und die Wheelchairs starten. Aber ich habe eins vergessen. Wir dürfen die ganz Kleinen nicht vergessen, die am Samstag natürlich beim Bambini-Lauf starten. Und zwar ganz neu in diesem Jahr. Wir werden das also nicht auf der Messe machen, sondern wir werden das bei uns, bei der SCC Home Base, sage ich immer, das ist unser Stadion, im Mommsen-Stadion stattfinden lassen. Dort werden ca. 1800 Kinder zwischen 2 und 9 auch starten. Also Mommsen-Stadion, das ist sehr unweit von der Messe entfernt. Tolle Stadionatmosphäre. Und dort sind dann immer die Kleinsten der Kleinen auch dann mit dabei und laufen dann auch ihre Disziplinen zwischen 200 und 800 Meter. Großartig. Und übrigens auch für das Inline-Skating da, bei den ganz Kleinen, die können sich sogar noch melden. Dann kann man sich auf der Marathonmesse anmelden und dann kann man die Kinder noch sehen. Also das ist auf jeden Fall faszinierend immer zu sehen, wer da dann, dass die ganz kleinen Stöpkes da schon mitrennen. Kommen wir zum Sonntag. Große Felder sind angekündigt und vor allen Dingen trotz der gleichzeitig ja stattfindenden WM, die noch läuft in Tokio, Leichtathletik-WM mit fantastischen deutschen Ergebnissen auch, haben wir hier tolle große Felder und hochqualitative Felder am Start. Ja, also ich möchte jetzt Marc nicht vorgreifen, der wird das nachher auch nochmal darstellen, aber in der Tat, ich glaube, was Berlin charakterisiert, sind 13 Weltrekorde und das werden wir auch, hoffe ich, in den nächsten Jahren auch, kommt immer auf die Wetterbedingungen drauf an, kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Aber das ist die schnellste Strecke der Welt. Da gehen wir mal relativ klar raus. Es ist das, was wir anbieten, das, was wir an Support liefern, ist es großartig und das wird auch etwas sein, wo wir auch weiterhin den Fokus irgendwo setzen werden. Das heißt, es ist flat, fast, unforgettable, auch für Spitzenathletinnen und Spitzenathleten. Das heißt, das werden wir in den Fokus setzen, weil wir wissen, Performance ist ein Riesenteil und das animiert im Endeffekt dann auch alle Breitensportlerinnen und Sportler, die dann irgendwo in der Masse dann auch dort hochgucken, alle in einem Feld. Ich glaube, das ist das, was wir über unseren Sport sehr gut gezeigt haben. Und man sieht ja auch, dass beispielsweise bei Olympischen Spielen oder bei anderen Wettbewerben solche Läufe mittlerweile integraler Bestandteil sind. Aber wir haben es erfunden. Was gespiegelt wird durch das großartige Zuschauerinteresse. Du hast am Montag schon gesagt, das ist ein regelrechter Flashmob. Hier, was an der Strecke stattfindet, mit Bands, mit Unterstützung, Cheering Zones. Ja, das ist, glaube ich, der größte Flashmob, den wir irgendwo in Berlin irgendwo auf die Straße bringen. Wir haben natürlich über unsere Partner, über unsere Sponsoren natürlich sehr viel Cheering Points, aber wir haben ganz viele Berlinerinnen und Berliner, die nicht organisiert oder dann kurz vorher organisiert auf die Straße gehen. Wir erwarten auch bei der Temperatur, die wir dann am Sonntag haben, beste Möglichkeiten für Besucher und Zuschauer. Aber man sieht schon, dass da irgendwo gepowert wird, dass Berlin hinter dem
BMW Berlin Marathon steht, dass Berlin etwas ist, wo sie sagen, welcome, und das wird in vielen, vielen Facetten irgendwo auch aufgezeigt und für uns eben halt auch wichtig, dass wir auch queere Cheering Points haben, wo wir sagen, wir sind divers, wir haben etwas in dieser Stadt, wo wir sagen, das ist Vielfalt und das wollen wir auch auf der Strecke und auch bei unseren Zuschauern auch zeigen. Jürgen, ein Aspekt, den ich aufgeschnappt habe, den ich unbedingt hier gerne ansprechen möchte, das ist der Nachhaltigkeitsbericht. Du hast das mal so schön in einen Satz gepackt, wo viele Läuferinnen und Läufer zusammenkommen, entsteht auch Müll. Was steht in dem Nachhaltigkeitsbericht, wenn man das mal in 3 Sätzen zusammenfassen kann? Ja, Nachhaltigkeit ist ja gewissermaßen ESG heute. Das ist ja nicht nur, sag mal, die Müllvermeidung, sondern das ist der soziale Aspekt auch mit dabei. Alle Facetten decken wir auch ab, indem wir natürlich, und jetzt kommen wir auf diese Umweltbelastung, natürlich gucken, dass wir recyceltes Material, Wiederverwendbarkeit, Sortenreinheit, aber auch gucken, dass wir mit Organisationen wie beispielsweise der Stadtmission hier in Berlin sehr eng zusammenarbeiten, die nachher auch im Start beispielsweise dann auch die Kleidung aufsammeln, gucken, was dann auch sinnvoll ist. Wir machen beispielsweise auf der Messe, aber auch das Jahr über sehr viel Aktion, indem wir Schuhe, die zwar nicht mehr zum Laufen getragen werden können, aber sonst noch getragen werden können, für die Berliner Stadtmission dann auch mit aufnehmen und sammeln. Also ganz viele Dinge, die wir machen, und im Nachhaltigkeitsbericht, der auch bei uns auf der Website steht, das ist ein sehr umfangreicher Bericht, den wir zusammen mit EY auch gemacht haben, zeigt irgendwo die Facetten, mit was wir auf der einen Seite in die Kompensation reingehen, auf der anderen Seite aber auch mit bestimmten finanziellen Investments die letzten Jahre auch vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben als woanders, weil es ein bisschen teurer ist, aber dafür nachhaltiger. Und ich glaube, das ist das, was bei unseren Teilnehmenden auch gut ankommt, weil wir wollen, dass jeder mitarbeitet. Und das ist auch natürlich noch etwas, was Education irgendwo angeht. Da müssen wir natürlich auch unsere Läuferinnen und unsere Läufer nochmal, auch mit dem Blick auf die Zeit, die sie irgendwo auch haben, immer wieder miterziehen. Aber es ist etwas, wir wollen, dass wir, wenn wir 42 Kilometer die Straßen sperren, über 1 Million Zuschauer plus über 70.000, 80.000 dann an diesem Wochenende am Start haben, dann geht Müllvermeidung, indem wir vor allem auch selber bei uns ansetzen. Und wir haben als Firma bei uns angefangen, beim STC das sogar auch vorzuleben. Da muss man nämlich anfangen und dann geht es in die Veranstaltung rein und so setzen wir das auch beim BMW Berlin Marathon um. Jürgen, du hast eben das Stichwort Information angesprochen und ganz wichtig ist bei einer Großveranstaltung der Informationsfluss für die Starterinnen und Starter, aber auch für die an der Strecke stehen und für das Tracking. Und da ist jetzt die BMW Berlin Marathon App online gegangen, wo es eben für beide Gruppen große Infos gibt. Ja, in der Tat. Also die App ist online, die können also in den Stores dann auch downgeloadet werden. Bei Apple gratis, kostet nichts, genau. Bei Apple ist es einfach, da macht man einfach nur einen Reload und bei Android muss man die alte, wenn man sie hat, runterwerfen, die neue hochladen. Aber da sind alle Informationen drin, nicht nur die Tracking-Funktion, wo ich über 10 Leute, wenn sie es freigegeben haben, auch tracken kann, sondern ich kriege sehr viele Informationen auch mit rein. Informationen auch, die wichtig für das Rennen sind. Da kommen wir gleich nochmal, was das Wetter irgendwo angeht, auch nochmal drauf. Aber viele Informationen, die wir rund um den Lauf auch nochmal rübergeben, von Messe über, was wird nochmal passieren, wie kann ich irgendwo auch als Zuschauer, als Supporter irgendwie auch gucken, wie komme ich von A nach B, wo sehe ich irgendwo meinen getrackten Läufer, Läuferin nochmal. Also das ist eine App, die sehr funktional ist, aber nur so funktionieren auch Apps, wenn sie irgendwo auch einen Sinn und Zweck haben. Richtig, ja. Ein Thema, das sprechen wir jedes Mal an. Eigentlich sind wir ein bisschen müde, weil heutzutage weiß jeder über das Wetter Bescheid. Aber tatsächlich spielt das Wetter dieses Mal auch eine besondere Rolle. Nicht nur, weil es dabei natürlich um Spitzenleistungen geht, sondern weil es auch im Interesse von Veranstaltern, vom medizinischen Team, Begleitteams und vor allen Dingen von den Läuferinnen und Läufern steht. Denn es kann recht warm werden. Ja, ich hatte ja so am Montag groß beim Pressegespräch angekündigt, am Donnerstag gibt es das Wetter. Das werde ich natürlich jetzt auch irgendwie nochmal rübergeben. Natürlich ist der Donnerstag, es kann auch bis morgen nochmal einiges passieren, aber wir haben verschiedene Wettermodelle, die wir irgendwo haben und sind natürlich mit dem Deutschen Wetterdienst da auch in Kontakt. Es wird aber schon so sein, dass wir eher wärmere Temperaturen haben und wärmere Temperaturen muss ich immer auf
das beziehen, was an Aktion, das heißt, es wird ein Marathon gelaufen, irgendwo mit dabei sind. Also wir werden schon mit einem Range, je nachdem welches Modell, gerade es gibt zig verschiedene Modelle, die man irgendwo hat, haben wir natürlich noch eine Abweichung von 5 bis 6 Grad teilweise in der Höchsttemperatur drin, aber wir werden schon, denke ich, weitaus über 20 Grad haben, zwischen 22 und 25 Grad, schätze ich mal. Es wird ein bisschen bedeckt sein, also wird nicht irgendwo 11 Stunden die Sonne da sein, aber wir haben in diesem Feld, und es ist egal, ob das Spitzenathletinnen und Athleten sind oder ob das unsere Breitensportler sind, die goldenen Regeln auch nochmal jetzt in den Direct Mailing, aber auch auf die Website über Social Media auch nochmal gegeben. Es gibt schon grundlegende Dinge, die man beachten sollte, und vor allem ist es irgendwie eine Cap und eine Mütze zu tragen, weil die Sonneneinstrahlung auf dem Kopf, die kriegt man nicht mit, und wir haben schon sehr viele Erfahrungen, was Überhitzung irgendwo angeht. Wir werden aber darüber hinaus, wenn man mal auf die Temperatur geht, wenn wir das in der maximalen haben, wobei man immer wieder sagen muss, wir werden schon bei höheren Temperaturen als sonst irgendwo am Sonntag anfangen. Also in der Regel haben wir bei 7, 8 Grad angefangen. Das wird eine 10, also eine 1 davor stehen. Also wir werden so um die 16, 17 Grad irgendwo haben am Start um 9 Uhr. Also das wird schon für uns eine andere Art und Weise sein, wobei wir sehen, dass viele Abbott World Motor Major Rennen oder auch andere Rennen mittlerweile sich mit Temperaturen auch umgeben müssen, die genau in diese Sphären geht. Da muss man vorbereitet sein. Wir haben, um das irgendwo auch reinzunehmen, weil wir heute Morgen erst mit unserem Medical Board und mit unseren Operations auch nochmal einen Call hatten. Wir sind gut versorgt, was die Versorgung mit Fluids irgendwo angeht. Das heißt, die Wasserversorgung, die ist sowieso bei uns perfekt, so dass sie auch ausreicht, auch bei höheren Temperaturen. Aber wir haben 10 Duschen auf der Strecke. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um in Effekt runterzukühlen, um vor allem den Schweiß, den man irgendwo dann im Gesicht hat, irgendwo aus den Poren auch rauszubekommen, dass wieder, sag mal, die Wärme auch nach außen gehen kann. Das ist das Transportsystem Nummer 1. Und wir haben darüber hinaus, da sind wir gerade dran, auch noch mit 3 Eisstationen von Kilometer 32 bis 38, wo wir dann für diejenigen, die dann hinten raus einfach ein bisschen länger brauchen, auch nochmal die Möglichkeit haben, dass man mit Eiswürfeln einfach auch hinten den Nacken noch ein bisschen kühlt. Das kühlt runter, weil da die peripheren Nerven auch sind. Das sind Dinge, die wir irgendwo mit reinnehmen. Elektrolyte, Versorgung mit Morten und so weiter ist sowieso bei uns komplett gewährleistet. Also wir versuchen einfach auch diesen Support dann auch nochmal auf die Temperaturen auch umzusetzen. Das ist wichtig. Geht ein Direct Mailing nochmal an alle Teilnehmenden raus heute, was zu beachten ist, was man alles irgendwo machen sollte, weil, das dürfen wir nicht vergessen, es gibt immer wieder viele, die zum ersten Mal einen Marathon laufen, oder es gibt auch diejenigen, die noch nie irgendwo bei höheren Temperaturen gelaufen sind, auch wenn sie im Sommer ein bisschen irgendwo trainiert haben, aber es ist Wettkampfmodus. Und da ist es wichtig, dass man die grundlegenden Dinge einer Thermoregulation und vor allem auch, wie man sich verhält bei einem Lauf, dann auch nochmal durchliest und sich auch daran hält. Bevor wir jetzt zu den harten Zahlen kommen, wie viele Erstläufer es gibt, wie viele Gesamtdarstellungen, will ich mal eine Zahl vorwegnehmen, oder sollst du mal nennen? Weil Berlin-Marathon war historisch schon immer ein Lauf, bei dem das Thema Inklusion, auch wenn das gar nicht groß aufgehängt wurde, ganz groß war. Und Berlin war dann Vorreiter, auch international, was das Inklusionsthema anging. Aber auch da gibt es dieses Jahr Neuerungen und neue Events. Es gibt auch den Inklusionslauf. Genau, wir haben ein inklusives Event auch am Sonntag. Das heißt, die letzten 1,2 Kilometer werden dann von der Fürst von Donnermark Stiftung, werden Kinder dann eben halt auch in das Ziel kommen. Das ist etwas, was uns freut. Wir wollten mit den Special Olympics am Samstag was machen, aber die mussten leider kurzfristig absagen, wahrscheinlich auch wegen den Temperaturen. Aber nichtsdestotrotz, wir werden diesen inklusiven Bereich reinnehmen. Und bevor überhaupt über Inklusion gesprochen worden ist, haben wir eigentlich die Wheelchairs und die Handbiker schon längst seit zig Jahren eigentlich im Einsatz, und inklusiv heißt ja, dass wir sie mit im Rennen irgendwo mit dabei haben und nicht mit externen Wettbewerben. Das ist für uns wichtig, also wenn wir inklusiv sind, dann wollen wir das alles zusammen auch haben und auch gemeinsam irgendwo feiern und gemeinsam Sport treiben. Kleiner Vorgriff auf morgen. Morgen werden wir hier bei der Pressekonferenz neben Marcel Hug auch Vico Märklein, Vielstarter hier in Berlin, begrüßen können. Und aus der Schweiz kommen nach wie vor die Vielstarter und da auch die ganz großen Namen, die wir hier begrüßen werden können. Morgen bei der PK schon. Wir haben es eben gesagt, wir kommen natürlich jetzt mal zu den harten Fakten. Wie viele werden denn am Start sein und wo kommen sie auch her?
Ja, wir haben 160 Nationen. Ich nehme halt einfach nur die zwei großen. Die USA ist mit über 8.900 Läuferinnen und Läufer die stärkste vertretene Nation. Daran folgt dann Großbritannien, UK mit knapp drunter. Also man sieht, das ist etwas, das sind so die Laufnationen. Und dann ist es ganz interessant, dass wir ganz, ganz viele Nationen haben, wenn man das Ranking sich anguckt, die so 1500, 2000 Teilnehmende haben. Und da sind ganz viele Länder mittlerweile drunter. Das heißt, man merkt eben halt, wie viele Nationen hier bei 160, hatte ich genannt, dann auch mit dabei sind. Und man kann natürlich die zwei großen irgendwo nehmen. Und es hat sicherlich auch damit zu tun, mit den Abbott World Marathon Majors, dass man dort eben halt auch seine Rennen collected, wie man so schön sagt. Aber es hat auch damit zu tun, dass Berlin immer eine Reise wert ist und dass viele in Europa mittlerweile auch Berlin als ihren Marathon irgendwo sehen, wo sie laufen wollen. Das zeigt man sehr, sehr deutlich. Und ein wichtiger Punkt ist, dass wir weiterhin den Frauenanteil, wenn man das über prozentual mal reinnehmen, der steigt weiterhin. Wir sind bei roundabout 36% jetzt. Das ist jetzt im Vergleich zu Amerika noch nicht das, wo wir aber die Tendenz geht hin. Wir sehen da sehr, 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 sehr Entwicklung irgendwo in diesem Bereich. Aber was interessant ist, dass wir, wenn man über Sport immer redet und über wie lange kann man diesen Sport betreiben. Natürlich ist man ab dem 60., 65. Lebensjahr, das sieht man ja bei uns auch in Statistiken, geht auch der Anteil der Marathonlaufenden irgendwo nach unten. Das ist völlig normal. Ja. Manche Sportarten haben das Problem, dass sie das nicht mehr kompensieren können, weil von unten, also von Jüngeren, nichts nachkommt. Wir haben einen riesen Vorteil. Wir hatten das ja auch in der Pandemie schon auch besprochen, dass vor allem junge Generationen zwischen 18 und 27 jetzt wirklich den Laufsport für sich irgendwo auch entdeckt haben. Ganz viele, die jetzt auch zum Laufsport gekommen sind, die sind über die 10 und den Halbmarathon gekommen. Da haben wir die Zahlen schon 1-2 Jahre länger. Jetzt haben wir sie beim Marathon. Das haben wir immer prognostiziert. Und damit ist im Endeffekt auch, wenn man die Gesamtverteilung des Alters anguckt und vor allem diesen Block, also von dem her bin ich kein Mensch, der immer irgendwo sagt, so der Mittelwert oder was auch immer, sondern wir müssen gucken, wo ist die meiste Range der Teilnehmenden, und der liegt in der Tat roundabout bei 30 bis 45. Das ist so die meiste Teilnehmergruppe. Also das ist ungefähr, wenn man das jetzt wieder im Mittelwert irgendwo reinnimmt, so 5 bis 7 Jahre jünger, als was wir es eigentlich in den letzten Jahren auch hatten. Das zeigt, wir haben den Sprung geschafft. Wir haben gesehen, dass Laufen nicht nur Performance ist, sondern dass Laufen Lifestyle ist und dass es auch viele Motive gibt, um zu laufen, ob das jetzt Selbstoptimierung, ob das andere Bereiche sind, das muss jeder selber für sich entscheiden. Wichtig ist für uns, dass sie sich aktiv bewegen und das in ihren Lebensstil irgendwo auch integrieren, und das zeigt man eben halt auch unter anderem beim Marathon. Es ist eine Bewegung, die ihr auch schon beobachtet habt bei dem Halbmarathon, der hier in Berlin stattfindet, wo das Teilnehmerinnenfeld fast schon 50% des Gesamtfeldes ausmacht, und ihr habt das schon prognostiziert. Der Anteil der Frauen steigt und das Teilnehmerfeld wird, wie du sagst, jünger. Tatsächlich zwei sehr interessante Statistiken. Bewegung fürs Laufen generell als Sport, aber natürlich auch für die gesamte Sportbranche, für die Running-Branche. Viele Zahlen waren das. Ich möchte an der Stelle auch nochmal die Fußnote sozusagen geben. Ihr habt einen hochinteressanten Wirtschaftlichkeitsbericht gemacht in diesem Jahr, eine Berechnung, wie viel Wirtschaft sozusagen der Berlin-Marathon für die Stadt bedeutet, was da alles umgesetzt wird. Wen das interessiert, wendet euch gerne an das SCC Media Relations Team oder an Jürgen. Da sind also Zahlen dabei, da staunt man nur. Jürgen, erstmal an dieser Stelle vielen Dank. Wir haben viele Tipps gegeben und du bist weiterhin auch Ansprechpartner. Wir kommen jetzt mal ein bisschen zu sprechen dann auf die Streckenverlauf und auf die Events. Und dazu würde ich dann gleich mal Marc Milde hier begrüßen, den Race Director. Marc, komm zu mir. Jürgen, vielen Dank. Jürgen Lock, der Geschäftsführer von STC Events. Marc, wollen wir es... Hinsetzen, ja klar. Hinsetzen? Wie du magst. Mir egal. Ja? Kommt sonst gerne hier zu mir. Wir schauen uns nämlich vielleicht erstmal, ich habe gesagt, wir kommen jetzt zu den Events am Wochenende, am Samstag erstmal. Wir kommen erstmal zu dem Skater-Event, und da gehen die Inline-Skater bereits am Samstag auf die Strecke, und vielleicht schauen wir uns dazu, Robert, erstmal den Film an, den wir dazu vorbereitet haben, denn auch für die Inline-Skater ist das ein Event von Weltbedeutung.
Josie Hoffmann ist auf jeden Fall am Start. Vielen Dank erstmal, Marc. Es werden rund, wie viele Skater sind gemeldet ungefähr fürs Wochenende? Die Meldezahlen liegen bei knapp 2200 Skater. Das ist ein leichter Rückgang zum Vorjahr, aber wir hoffen, dass wir ihnen trotzdem ich glaube, die Temperaturen bei denen spielen dort nicht so eine große Rolle. Also die freuen sich über dieses Früh- oder Spätsommerwetter, dass wir denen trotzdem eine schöne Show bieten können. Und wir haben eben schon gesagt, die Internationalität der Felder ist hier ganz beeindruckend. Und das ist es auch bei dem Inline-Skater-Rennen am Samstag. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen tatsächlich aus aller Welt. Das liegt einfach an dem hohen sportlichen Stellenwert, denn tatsächlich findet gleichzeitig die Weltmeisterschaft im Inline-Skating statt. Trotzdem kommen aber hier Weltklasse-Läuferinnen und Läufer hier an den Start. Seit letztem Jahr, Marc, gibt es eine neue Strecke und auch dazu haben wir ein kurzes Video eingeplant. Haben wir das schon bereit? Weil was ist die wesentliche Neuerung bei der Strecke, die wir jetzt hier eingeblendet sehen können, Marc? Die Skaterstrecke hat sich in dem Sinne verändert, dass wir einen Rundkurs gebaut haben über 7 Kilometer, der 5-mal durch Skaten ist. Dadurch nehmen wir so ein bisschen den Druck auf Berlin raus. Am Nachmittag die Stadt zu sperren, war keine einfache Aufgabe. Da haben wir durchaus nicht nur positives Feedback von den Anwohnern bekommen, sondern haben da reagieren müssen und haben jetzt eine Lösung gefunden, die, glaube ich, für alle gut funktioniert. Wir bieten diesen Rundkurs an zwischen Siegessäule und Richard Wagner Platz und dann geht es über den Potsdamer Platz ins Ziel, sodass man auch noch den Durchlauf durchs Brandenburger Tor hat und das ist, glaube ich, eine schöne Sache, die für alle funktioniert. Für alle funktioniert, tut es auch für die Kids, für die ganz Kleinen. Das Kids-Skating geht nämlich bereits am Samstag um 12:30 Uhr auf die Startgerade. Da konnte man sich jetzt auf der Marathon-Expo sogar noch anmelden. Und das ist am Startgelände auf der Straße 17. Juni, also auf der prominenten Strecke, wo auch das Rennen dann am Sonntag stattfinden wird. Nochmal vielleicht 2 Hinweise zum Skaterfeld. Es ist nämlich absolute Top-Elite am Start. Unter anderem Felix Reinen, unser deutscher Top-Athlet hier, der 2019 gewonnen hat vom Powerslide Matter-Team, Powerslide vs. Macho-Team und der hier beim Halbmarathon allein 4-mal gesiegt hat, Marathon-Weltmeister auch ist auf Inline-Skates. Dann ist Jason Suttles hier, Vorjahressieger von 2023 und Ewan Fernandez, der den Berlin-Marathon hier 2011 gewinnen konnte. Beim Frauen ist ebenfalls hohe Prominenz am Start, die Vorjahressiegerin Noralie Berber-Wonk ist am Start und Michelle Uhrig, die deutsche Eisschnellläuferin, die sich auch gerade für die Olympia-Qualifikation auf dem Eis vorbereitet. Denn fast sämtliche der Inline-Skating Top-Athletinnen und Top-Athleten sind parallel auf dem Eis unterwegs und daher unter anderem auch Felix Reinen, der auch schon Olympia gestartet ist. Genau. 1, 2 Namen werden Sie jetzt vielleicht vermissen. Also Bart Swings, der hier schon Seriensieger gewesen ist, der fällt wegen einer Verletzung leider aus. Und Josie Hoffmann, die hier noch als wackelnder Skater zu sehen war, die musste leider auch absagen, sodass wir ein paar Dämpfer haben hinnehmen müssen. Aber aufgrund, wie du schon sagtest, die zeitgleich stattfindende Weltmeisterschaft und uns ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, sich da aufzuteilen. Und wir sind mit diesem Starterfeld sehr zufrieden. Marc, wir sprechen jetzt über die tolle Strecke bei den Skatern, aber natürlich ist die Strecke hier in Berlin hauptsächlich auch bekannt für die als schnelle Läuferstrecke. Und was gibt es da Neues zu vermelden? Gehen wir mal rüber zu dem Läuferfeld für Sonntag. Wie wird die Strecke am Sonntag sein? Gibt es Änderungen? Gibt es Berge, die eingebaut wurden hier in Berlin, Schwierigkeiten oder Änderungen im Streckenverlauf? Ja, wir haben da Tunnelbauten eingerichtet, so dass es natürlich bergab geht mit Rückenwind und mit Windkanonen. Nein, also hier in dem Fall ist No News is Good News. Wir haben eine minimale Änderung an der Strecke, dass wir anstatt, dass wir jetzt im Gegenverkehr ab Kilometer 5 laufen, in der Richtungsfahrbahn unterwegs sind. Das wird wahrscheinlich die Hälfte oder die meisten gar nicht mitbekommen und von daher sind wir mit Baustellen oder anderen Notfallsituationen verschont geblieben in diesem Jahr, so dass wir uns darüber freuen können, dass wir hier die gewohnte, schnelle, bekannte Berliner Strecke präsentieren können. Und das ist dann natürlich auch, wenn es so smooth geht, was nicht immer der Fall ist, für alle die einfachste Lösung.
Schauen wir doch mal auf das Video zur Strecke. Das haben wir ja auch eingespielt. Vielleicht können wir es mal starten und du machst wieder eine Kurzkommentation. Ja, eine Kurzkommentation des Videos ist, glaube ich, ganz schnell. Also wir haben versucht natürlich das Beste von Berlin mit einzubringen, alle möglichen Kieze und Orte, wo man hier in Berlin leben kann und mit ehemalig City Ost, City West, Kreuzberg, Multikulti, Shopping am Kudamm und dann Potsdamer Platz, das neue Berlin und dann das klassische Berlin, läuft man unter den Linden in die Zielgerade und jetzt war ich viel zu langsam. Aber der Grund, warum man hierher kommt, hierher laufen will, und da ziehe ich jetzt gleich mal die Story auch auf die Athletin, die wir gleich hier begrüßen werden, ist diese schnelle Strecke. Deswegen kommen die auch her und gut zu wissen, dass die Strecke unverändert ist. Wen können wir denn im nationalen Spitzenfeld hier am Wochenende begrüßen? Ja, wir freuen uns sehr, dass wir Berlinerinnen, also halb Berlinerin, also eine richtige Berlinerin vom Marathon-Team Berlin, Debbie Schöneborn, begrüßen können, aber auch schon, die wir hier halb adoptiert haben, weil sie hier tolle Leistungen gebracht haben. Ihr Debüt gelaufen ist Fabienne Königstein vor 6, 7, 8 Jahren und Domenica Meyer, die hier eine tolle Bestzeit vor 2 Jahren gelaufen ist. Also ja, das ist unsere Ausbeute in diesem Jahr, die wir jetzt, glaube ich, nach vorne. Schauen wir uns mal eine kurze Einspielung im Film dazu an, was wir vorbereitet haben. Robert, bitte. Und hier begrüßen wir Sie, Debbie Schöneborn, Domenica Meyer und Fabienne Königstein. Kommt zu uns aufs Podium. Setzt mal schön in die Mitte. Ist egal, Domenica, Debbie und Fabienne. Sehr schön, dass ihr hier seid. Domenica, du bist hier in Berlin. Du müsstest eigentlich gute Erinnerungen haben hier an die Strecke. Ne? Bist hier schließlich 2023 deine persönliche Bestzeit gelaufen. Ja, richtig. Wie gehst du an die Strecke? Fragen wir erstmal, welche Erinnerungen hast du hier vor 2 Jahren ans Rennen? Super gute Erinnerungen, sonst wäre ich nicht wiedergekommen. Ihr habt jetzt schon oft erwähnt, dass die Strecke so toll ist und so schnell. Tatsächlich habe ich auch vor allem in Erinnerung, dass es hier viele Menschen gibt, die nur für dieses Wochenende sich hinstellen und das ganze Jahr arbeiten, ne? Und mit genau dieses Feuer vom ersten Tag von gestern an, wo wir gekommen sind, spürt. Das finde ich einfach richtig, richtig schön. Du bist jetzt sehr Marathon erfahren. Hast du ist für dich Berlin so die schnellste Strecke nach wie vor? Du bist in Hannover beim Debütmarathon gleich Deutsche Meisterin geworden, hast da auch schon eine schnelle Marathonzeit im Debüt hingelegt. Was ist so für dich der Charakter, was es ausmacht hier? Also die Strecke an sich, klar, ist schnell, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch die großen Felder finde ich für uns auch als Eliteathleten schön, vor allem bei uns Frauen werden wir umkreist oder umrahmt von Männern, die sich da gerne mit dranhängen und reinhängen. Ich habe das letztes Mal so erlebt zumindest, dass die Getränkestationen aber super organisiert sind, sodass wir da keine Einschränkungen haben hinsichtlich dieser großen Felder und ich hoffe einfach auch, dass es hinten raus man da nicht alleine irgendwie kämpft, sondern dass es ein Miteinander da auch gibt. Genau, das finde ich so einzigartig oder herausragend. Natürlich auch die kurzen Wege, dass wir keinen Jetlag haben und so als Deutschen ist natürlich wunderschön, bei so einem Major auch einfach hier vor Ort sein zu können. Vielleicht geben wir mal das Mikro an Debbie, weil Debbie, du kannst jetzt die Schultern zucken und sagen, ja, ist ja alles ganz normal hier, weil du wohnst ja schließlich hier in Berlin. Welchen Charakter hat das Rennen für dich in diesem Jahr? Wir müssen dazu sagen, eigentlich hättest du letztes Jahr oder hast schon geliebäugelt, warst aber verletzt, bist dann nach der Verletzung zurückgekommen im Frühjahr, gestartet bei einem Marathon. Wo stehst du jetzt?
Ja, ich bin total glücklich, dass ich gesund bin. Also letztes Jahr musste ich zuschauen. Ja, das ist immer die schwere Rolle im Leistungssport. Das ist immer die Grenze, an der wir trainieren, Belastung, Überlastung. Und ja, letztes Mal habe ich es leider nicht an die Startlinie geschafft. Ich glaube, da bin ich dann mit eingelaufen noch. Aber deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass ich dieses Mal, ja, orthopädisch gesund an der Startlinie stehen kann. Das ist sozusagen das Allerwichtigste. Und für mich, ich bin eben mit dem Fahrrad hier 4,1 Kilometer hergefahren. Trotzdem immer toll, wenn der Marathon nach Berlin kommt, weil die Laufwelt sich bei uns zu Hause versammelt und das ist jedes Mal wieder was ganz Besonderes. Und für mich jetzt nochmal was ganz Besonderes, weil ich tatsächlich meinen Jubiläum 10. Marathon feiern darf. Und das ist toll, das in Berlin machen zu dürfen. Wow, 10. Marathon hier und dann hier in Berlin. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Also du wirst am Start sein. Willst du schon eine Prognose geben oder hast du irgendwie eine Berechnung, was du laufen willst? Oder ist es für dich jetzt so ein Marathon, wo du sagst, gut durchkommen? Ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen abwarten, ob die Wetterfront auch noch ein bisschen früher durchzieht, als sie angesagt ist. Sonst muss man da sicherlich auch noch mit Rücksicht drauf nehmen, was die finalen Planungen angeht. Ich denke, da werden wir dann wirklich am Samstag bei der technischen Besprechung uns zusammensetzen und überlegen, was man dann auf dem Halbmarathon angehen kann, was Sinn machen wird. Fabienne, du bist ja auch schon in Berlin gelaufen. Das war aber eine andere Zeitrechnung damals. Das war, wie wir im Laufsport immer so sagen, das war die Vor-Carbon-Zeit. Kannst du dich eigentlich erinnern, mit welchem Schuh du gelaufen bist damals? Ja, kann ich noch tatsächlich. Was ist alles seither passiert? Wahnsinn. Du warst der Shootingstar des vorletzten Jahres, als du deine persönliche Bestzeit in Hamburg gelaufen bist. Übrigens eine faszinierende Story, kommen wir gleich nochmal zu. Aber jetzt erzähl erst mal, mit welchen Erwartungen kommst du dieses Jahr nach Berlin? Wo stehst du? Genau, also mein Debüt war damals 2017 hier in Berlin, also es sind schon 8 Jahre jetzt her. Da ist eine Menge passiert, viele Höhen und Tiefen, also auch echt einiges an Verletzungspech. Ich habe meine Tochter bekommen, die jetzt 3 Jahre alt ist, musste die letzten 2 Herbstsaisons dann auch wieder ausfallen lassen wegen Verletzung. Bin aber dieses Jahr richtig gut durchgekommen, bin in einer richtig guten Form. Also habe wirklich hohe Erwartungen eigentlich an das Rennen am Sonntag, freue mich drauf. Bin aber auch wie Debbie noch nicht so final schlüssig eigentlich, auf welche Pace ich loslaufen werde. Und das werden wir am Samstag entscheiden, wenn Du bist dieses Jahr schon 2 Marathons gelaufen, ne? In 2,29? Erzähl mal. Ja, 2,28 dann. Also da kam ich auch aus einer Verletzung raus und daher sind die Zeiten für mich extremst stark mit dem Training, was ich damals gemacht habe. Auch wenn sie so auf dem Papier jetzt noch nicht so glänzend sind. Also ich bin im Frühjahr, die Frage war, welche ich gelaufen bin, ne? Also in Japan gelaufen, was auch eine echt besondere Erfahrung war beim Nagoya Women Marathon, reines Frauenfeld, weit weg von zu Hause, bin alleine gelaufen. Da wird Sonntag natürlich ein ganz anderes Erlebnis, wenn man als deutsche Athletin in Berlin beim Major laufen kann. Ich freue mich echt richtig drauf. Hast du ein Zeitziel dir gesetzt? Habt ihr euch schon mal abgesprochen untereinander? Oder wird das jetzt noch ausgeklügelt, auch in Absprache mit Christa oder mit euren Trainern, mit euren Männern? Ja, also ich glaube, wir haben schon mal so ein bisschen angeteasert, wo die Fahrt hingehen soll. Also ich würde gern unter 2,23 laufen. Wow. Mhm. Das ist ja mal eine Ansage. Marc, gibt es da schon eine Richtung? Habt ihr schon, ihr stellt jetzt in den nächsten Tagen die Pacerfelder auf. Was erwartest du so für ein Rennen für Sonntag bei den Frauen? Ja, also die Zeiten haben mich jetzt nicht überrascht. Ich habe das natürlich jetzt schon mal vorher gehört, in welche Richtung man sich darauf vorbereitet. Und das ist dann ja auch die Ergebnisse der deutschen Meisterschaft über 10 Kilometer von vor 2 Wochen deuten ja auch darauf hin, dass die Reise dorthin gehen kann. Aber wie es vorhin schon gesagt worden ist, müssen wir jetzt erstmal warten, wie sich die Wettersituation entscheidet. Wir machen da keinen Druck. Ich muss da nicht laufen. Ich kann es nicht einschätzen, wie das Training wirklich war. Ich glaube, dass sie die Wahrheit sagen, aber es kann natürlich auch sein, dass da doch hier auch taktisch geplänkelt wird. Im Vorfeld hat man ja alles schon gesehen und von daher lassen wir uns da dann auch überraschen. Ich werde ja nicht direkt beim Frauenfeld sein. Ich kriege dann über die App so die Ergebnisse eingespielt und kann dann sagen, okay, sieht gut aus und freue mich, dass sie dann bald im Ziel sind. Aber also da ist von unserer Seite aus kein Druck.
die sollen das Beste draus machen mit den Bedingungen, die wir bieten können. Debbie, da würde ich gerne an dich nochmal die Frage richten, weil mit Debbie sitzt hier nicht nur eine deutsche Spitzenmarathonläuferin und Langstrecklerin auf dem Sofa, sondern sie ist auch eine der kompetentesten Fachkolleginnen, was das Laufen aus medizinischer Sicht angeht. Wenn ihr mal eine Frage habt, stellt sie einfach an die Rubrik Frag Debbie und Debbie beantwortet das, ob es von Kopfschmerzen ist, über Achillessehnentendinitis oder sonstiges. Was sind denn deine Tipps? Jürgen Lock hat es ja eben auch erwähnt, es wird am Sonntag heiß werden. Du hast Erfahrung mit Hitzerennen. Was sind so deine 3 wichtigsten Tipps für die Läuferinnen und Läufer für den Sonntag, falls es so warm werden sollte, wie eben angedeutet, mit Temperaturen weit über 20 Grad? Ja, also die Medizin, ich wollte ja immer mal Medical auch beim Berlin-Marathon machen, aber bisher bin ich dann doch meistens selber gelaufen oder hatte andere Verpflichtungen. Das muss noch warten. Würde mich auf jeden Fall auch sehr, sehr interessieren. Genau, also sind medizinisch auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Von daher trotzdem, also gute Tipps, ja, trinken, aber wirklich eher in den Tagen vor dem Marathon, jetzt nicht unbedingt die 3 Stunden vorher, weil dann ist die Schlange am Dixie vielleicht nur groß. Das Essen dazu auch salzen ordentlich, damit das Wasser aufgenommen werden kann und versuchen wirklich während des Rennens möglichst das Tempo anzupassen und zweitens die Verpflegungsstationen auch nutzen. Wir hatten es eben, es gibt Duschen, es gibt genug Wasser, sich das Wasser auch über den Kopf gießen, also Kühlung von außen. Das ist sowas, was ja man möglichst lange aufrechterhalten sollte, weil am Ende sonst die Körperkerntemperatur dann ansteigt und es dann gefährlich werden kann. Und wir haben ja das Glück, wir sind dann relativ zeitig ja schon im Ziel. Viele andere sind ja deutlich länger nochmal auf der Strecke und über den Tag wird es dann natürlich auch nochmal immer einen Ticken wärmer. Tolle Tipps, danke erstmal dafür. Dominika, du bist die drittschnellste deutsche Marathonläuferin. Was ist dein Kurs für Sonntag? Habt ihr euch schon jetzt, oder ist das noch nicht offiziell, welche Zeit strebst du an? Also ich versuche natürlich auch eine Bestzeit anzustreben. Ich bin jetzt schon die letzten 3 Mal um dieselbe Zeit rumgelaufen. Ich habe Lust, schneller zu laufen. Gleichzeitig weiß ich, wie meine Vorbereitung war und auch, dass es Zeiten gab, wo es nicht so gerollt ist. Ich bin zur richtigen Zeit aber wieder rausgekommen aus meinem pfeiferischen Drüsenfieber und so weiter, was man halt so hat. Und so ist ja auch der Marathon. Das Rennen ist an sich nicht geradlinig, sondern es gibt Höhen und Tiefen und ich habe einfach Bock drauf und ich hoffe, die Höhen überwiegen und ich kann mich einfach, so wie vor 2 Jahren auch, selbst überraschen. Klar, man kommt hierher mit einem vollen Rucksack von Trainingseinheiten und hat viel gut trainiert, wie Marc sagt, aber dieser Wettkampftag birgt noch so viel mehr Überraschungen, dass man da, finde ich, immer vorher nicht jetzt eine genaue Zeit festlegen kann. Man träumt davon, man ist motiviert, man weiß, es ist alles hergerichtet und es ist einfach unser Tag, wo wir uns dafür belohnen dürfen, die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben. Und ich wünsche mir, dass es für mich aufgeht und auch natürlich für die anderen, dass wir einen Sahnetag haben dürfen und uns da jetzt nicht über irgendwelche anderen kleine Kriegsschauplätze runterziehen lassen, sondern einfach uns da tragen lassen von dem, was ihr für uns vorbereitet habt. Super Einstellung, klasse. Gibt es erstmal Fragen hier noch an die Athletin hier? Dann der Klaus steht da mit dem Handmikrofon, dann gerne Hand heben, dann reichen wir das hier nach vorne weiter. Ich habe eben schon so eine kleine Andeutung gemacht, weil wir haben hier 2 Mütter, nicht nur 2 Mütter auf dem Sofa sitzen, sondern wir haben hier auch 3 Berufstätige quasi auf dem Sofa sitzen, die also nicht 100% sich dem Laufsport allein verdingen können, sondern auch den Alltag organisieren müssen. Dominika, ihr habt die beiden Kinder fürs Wochenende, da habt ihr Unterstützung bekommen. Läuft das? Ja, meine Kleine ist diese Woche in die Schule gekommen und super happy. Wir sind deswegen gebunden. Wir haben keine Freiheiten, die jetzt wieder irgendwo hin mitzuschleifen. Wollten wir auch gar nicht. Und die sind zu Hause, meine Eltern sind da, passen auf und alle sind glücklich. Wir haben hier die Freiheiten und können uns hier voll auf euch und auf dieses Wochenende einlassen. Debbie, bist du eigentlich nur pro forma so angestellt und die sagen dann auch hier, mach du mal dein Lauftraining. Wie sieht bei dir der Berufsalltag aus? Also ich gehe direkt von hier auf die Arbeit mit meinem Fahrrad. Ja. Nein, also ich habe ein sehr sportfreundliches Modell. Ich habe sehr viel Glück mit meinem Arbeitgeber, dass ich den Fokus auf den Sport auf jeden Fall legen kann. Aber mir ist schon immer die duale Karriere sehr wichtig gewesen und ich habe auch immer Glück gehabt, dass ich das beides gut unter einen Hut bekommen habe. Ich bin sehr froh, dass sich meine beiden Interessen, Medizin und Sport oder Medizin und Laufen, so gut miteinander kombinieren lässt. Das ist auch sicherlich der Sportart geschuldet.
verschuldet laufen ist halt einfach, dann nimmt man die Laufschuhe und läuft los. Ich kann von der Arbeit sehr schön im Wald beispielsweise laufen, das finde ich toll, da habe ich meine eigene Umkleidekabine. Von daher lässt sich das sehr, sehr gut kombinieren und ich bin sehr froh, da ein Modell zu haben und auch vorzusorgen für die Karriere nach der Karriere. Weil ich weiß, dass ewig Marathon laufen, zumindest auf dem Niveau, wird dann irgendwann schwierig. Na klar, ja. Klaus, wenn Pfandzeichen irgendwo sind, sagst du es mir. Eine Frage habe ich auch noch an Fabienne, da müssen wir ganz kurz noch drauf eingehen. Ich weiß nicht, wenn die Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr die Karriere von Fabienne verfolgt habt, ich habe eingangs gesagt, 2023, es war ein gutes halbes Jahr nach der Geburt einer Tochter und dann auf einmal, bam, bist du Bestzeit gelaufen im Marathon und zwar hast deine persönliche Bestzeit um über 7 Minuten verbessert. Das heißt, lag das auch an der Geburt? Es gibt viele Beispiele dafür, wo Mütter dann nach der Geburt dann auf einmal noch deutlich schneller gelaufen sind. Was spielte da eine Rolle für dich? Naja, das waren schon einige Faktoren. Also klar, in der Schwangerschaft habe ich echt hart trainiert, also hart gearbeitet, viel trainiert, nicht hart trainiert, schon angepasst, die Intensität, aber ich habe wirklich fast jeden Tag eigentlich mein Training machen können, hatte aber auch eine problemfreie Schwangerschaft und konnte auch nach der Geburt recht bald zumindest Alternativtraining wieder machen und hatte halt so bestimmt 1,5 Jahre quasi verletzungsfrei mit sehr konstantem Grundlagentraining, was bei mir, glaube ich, davor auch oft zu kurz gekommen ist, weil ich halt von der Mittelstrecke kam und als ich zum Marathon hoch bin, wir eigentlich die Intensitäten beibehalten haben und einfach längere Tempoläufe gemacht haben, aber die Grundlage nach wie vor vernachlässigt haben. Dann waren die Carbon-Schuhe natürlich ein Thema, die kamen dazu. Ich war davor einige Male schon in wirklich auch einer Topform, wo ich hätte eine neue Bestzeit aufstellen können und dann aber zum Beispiel einen Ermüdungsbruch hatte 2,5 Wochen vor Marathonstart oder dann kam Corona und die Wettkämpfe sind ausgefallen. Also es gab einfach etliche Momente dann schon, wo ich eigentlich eine bessere Form hatte und die teilweise auf dem Halbmarathon auch zeigen konnte, aber halt nie auf dem Marathon. Und dann war der Sprung halt so enorm. Aber ich finde generell jetzt zum Mutterthema ist einfach das Muttersein verändert einen. Also ich bin sehr viel verantwortungsbewusster, auch mit meinem eigenen Körper, mit meinem eigenen Training sehr viel vernünftiger und ich glaube dadurch auch sehr viel smarter mit meinem Training. Also es fällt mir viel besser, viel leichter mittlerweile auch mal zu sagen, nee, ich bin jetzt wirklich müde und heute ist Ruhe einfach das Beste, was ich machen kann, auch für meine dann Leistungsentwicklung, während ich früher halt stupide meinen Plan abgearbeitet hätte. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr eine Story plant, nehmt euch das Thema vor. Es sind hier wirklich exzellente Beispiele, wie sich das, wir haben es jetzt hier nur angedeutet, aber wie sich das vermitteln lässt. Ich gebe euch auch gerne Tipps, wo man da gute Stories dazu findet. Erstmal vielen Dank für euch drei. Wir wünschen euch einen tollen Lauf am Sonntag. Ich hoffe, dass wir uns am Sonntag hier wiedersehen zur Elite-Pressekonferenz dann nach dem Lauf. Und vielleicht noch an die Kolleginnen und Kollegen der Hinweis, wir machen einen Fotocall am Ende der Pressekonferenz hier nochmal, auch mit Marc hat die Startnummern dabei, das machen wir ganz am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank erstmal an euch drei fürs Kommen. Hast du ein Mikrofon, Marc? Weil jetzt kommen wir, das waren ja nicht die einzigen Läuferinnen, die wir uns hier präsentieren konnten heute. Heute freuen wir uns auf die internationalen Elite-Läuferinnen, die hier am Sonntag am Start sein werden. Und 2 der 3 schnellsten Läuferinnen, die am Sonntag hier laufen werden, werden wir hier gleich begrüßen können. Aber vielleicht schauen wir uns dazu erstmal den Film an, den wir hier vorbereitet haben zum internationalen Elitefeld der Frauen.
Und wir begrüßen hier die eben schon vorgestellt wurden. Wir haben Rosemary Wanjiru hier aus Kenia. Rosemary, welcome to the stage. Come here. Wir haben Dera Dida hier aus Äthiopien. Dera, come to the stage. Und die japanische Marathonrekordlerin Honami Maeda begrüßen wir hier. Welcome, Hanomi. Take a seat. Und wir haben auch Wataru Ogu hierbei und Belay Teshane. Haben wir einen Stuhl? Ja, kommen wir an diese Seite. Yeah. Yes, you can sit here. Wataru. Erstmal vielleicht zum Aufwärmen, Marc. Wir haben eben gesehen, Caroline Grufthal, die wir hier gesehen haben, kann leider nicht starten. Die musste kurzfristig absagen. Aber wir haben hier vor dem Hintergrund, dass viele andere Rennen auch gerade stattfinden, ein Top-Elite-Feld der Frauen wieder aufgestellt. Ja, also wir sind sehr froh darüber, dass wir hier diese illustren Namen versammelt haben können. Caroline Grufthal erreichte uns gestern früh die endgültige Absage. Sie hatte am Dienstag, ist sie aufgewacht und hat sich schlecht gefühlt und ja, aus diesem Grund, als den Tag nicht besser geworden, hatte es sie und das Management entschlossen, dass sie dann nicht nach Berlin kommt und deswegen haben wir jetzt hier improvisiert und die japanische Rekordlerin Hanomi Maeda noch aktiviert, auf die Bühne zu kommen. Deswegen war die jetzt in dem Film nicht zu sehen, aber ich glaube, das ist darüber hinweg zu sehen. Ja, aber ansonsten freuen wir uns, dass wir hier mit 7, 8 Athletinnen, die schon unter 2,20 gelaufen sind, trotz der starken Konkurrenz mit Weltmeisterschaften, aber natürlich auch den anderen Abbott World Marathon Majors, die im Herbst anstehen, diese Personen zu uns holen konnten. Einige Akteure oder eine besondere Akteurin ist ja auch in Tokio gelaufen. Tigist Assefa ist dort Zweite geworden. Mit der standen wir auch lange im Gespräch, ebenso mit Peres Jepcic hier. Aber da hat dann der Verband nachher das Sagen gehabt und bestimmt, dass die sozusagen nach Tokio gehen müssen. Und ja, aber trotzdem wollen wir da keine Tränen hinterher weinen. Wir haben mit Rosemary Wanjiru, Dera Dida und einigen anderen noch hier tolle Läuferinnen am Start, die hier uns auch schöne Rennen zeigen können, auf die wir uns freuen. Dann starten wir gleich mal mit Rosemary. Rosemary, so nice to have you here. Welcome. And are you happy to be here because you were planning to come already last year, right? Yeah. It's on. Just speak, then it's going to go up. First of all, I want to say thank you for this organizer to give me another chance to come here. I'm so happy to be back here in this City of Records. Last year I was to come back here, but unfortunately I didn't make it to come here because of injuries. But this year, so happy to come here. Yeah. Rosemary, you were here already. It's your second start here in Berlin, so you know the course, you know the city, you know the climate, and you've raced a very good race in Tokyo with a personal best of 2:16. What do you expect to run here on Sunday, or do you have some expectations on yourself? Yeah, this is my second time to run here in Berlin. My marathon journey started here. Officially, I ran a good time on that time. So on Sunday, till now, my preparation went well, good. On Sunday, if the weather will be perfect, and I know the course very well, it's not so hard course. Mm-hmm. I can't compare it to Tokyo. Tokyo is a bit hard, but here in Berlin, the course is faster. On Sunday, if the weather will be good, and if I will wake up good, the body will be good health. On Sunday, I'm expecting to run a good time. Yep. Very good. It's as easy as this. Yeah, perfect. Dera Dida, you're from Ethiopia, and it's also your second time here. 2 years ago, you ran here 2:19, and you were on 6th place. Dera, what do you expect to run here on Sunday, and what do you expect from yourself?
ባለፈው ስድስተኛ ከዚህ በፊት ስድስተኛ ወጥቼ ነበርኩ መጥቼ አሁን ብዙ ትሬኒንግ ሰርቻለሁ። የተሻለ ነገር እሮጣለሁ ብዬ ነው የሚያስበው። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር የተሻለ ነገር እሮጣለሁ ብዬ ነው የሚያስበው። Mit Gottes Wille, ich habe die letzte Zeit so viel trainiert und vieles getan. Sie hofft, dass sie diesmal besser läuft, weil sie genug trainiert hat. Die ist darüber auch froh, dass sie wieder hier in Berlin starten darf. Das ist ein gutes Stichwort, viel trainiert. Vielleicht fragen wir mal nach, weil Dera ist verheiratet mit Tamara Tola, dem Marathon-Olympiasieger. Welche Rolle hatte das für das Training in diesem Jahr? Seid ihr zusammengelaufen? Alles was? Habt ihr zusammen trainiert, also ihr Mann und sie? አዎ ከተምራት ጋር ነው ትሬኒንግ የምንሰራ ከሱ ጋር ነው። ሁሉም ነገር ብናረግ ከሱ ጋር ነው የምንሰራ። ከሱ ጋር ሰርቼ ብዙ ትሬኒንግ ከሱ ጋር ነው ሰራው። ከሱ ጋር ሰርቼ ጥሩ ውጤታማ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። Ich habe ausschließlich auch die letzte Zeit mit ihnen intensiv trainiert. Sie hoffte auch, dass die letzte Zeit, dieses Training mit ihnen was Gutes tut. Und sie hofft auch, dass sie ein besseres Ergebnis erzielen zu können. Wow, das lässt hoffen. Vielen Dank. Honami, können wir das Mikro einmal rübergeben? Ja? Honami, du bist auch bereits das zweite Mal in Berlin. Oh, sorry, of course. Well, it's the second start in Berlin, but your first start is long ago, 2018. What do you remember of the course and of the race? Well, たくさんの沿道からの応援がすごいあって盛り上がりのあるコースだなっていうのが印象にあります。Yes, I remember the course. Many spectators on the course was cheering me very much. So it was so impressive. Mm-hmm. We have no translation, I see right now. Also sie sagte, sie erinnert sich, ich habe sie gefragt, 2018 war sie am Start. Und sie erinnert sich an den schnellen Kurs und an sehr viele Zuschauer, die bereits 2018 auch hier am Start waren. Honami, you're coming from the Osaka region, and Osaka is a very famous city for fast women's marathon running. What does Berlin mean for you? We know that Berlin was once the record for the Japanese marathon record. What standard has Berlin? What does Berlin mean for her? What do you mean? So? If you compare the marathon in Osaka and Berlin, what role does Berlin play for her? In this year. Mm-hmm. 今回久々の、故障明けであって復帰レースとなるレースになるんですけど、いい位置づけで走れたらなっていうのがあります。Yes, this is my first marathon since I was injured last year. So I want to make this race as a first step, as my restart. Yeah. Okay. Understand. So, es ist der erste Start dieses Jahr und sie wird also dieses Jahr mit dem Rennen in Berlin hier als ersten Schritt beginnen. What is the expected time or how fast does she want to run? 少しでもいい記録で走れたらいいなと思ってます。I'll try my best and as fast as I can, I will try.
Okay, so schnell wie es geht, wird sie versuchen. Sind hier Fragen an der Stelle an die Athletinnen hier aus dem Elitefeld? Oder Fragen zur Einschätzung nochmal auch an Marc? Denn wie gesagt, wir haben hier, Marc, du sagtest es eben 7 oder 8 Läuferinnen, die unter 2 Stunden 20 mit einer Bestzeit hier am Start sind. Und das ist dann schon sehr ein hochqualitatives Feld, bedenkend, wie viele Starts derzeit möglich sind. Ja, also wir haben auch, also es ist ja dann auch so im Marathonsport so, dass wir die Liste irgendwann auch noch mal länger war und die dann aber, je näher wir der Veranstaltung kommen, fallen dann da halt verschiedene Namen auch raus, die dann wir aufgrund von Verletzungen das nicht schaffen. Aber wir haben auch ein paar ganz interessante Debüts. Also wenn man auf der Liste mal bis zur Nummer F40 blättert, da stehen jetzt hier die Zeiten nicht drin, aber da gibt es durchaus Damen, die schon unter 30 Minuten gelaufen sind, über 10 Kilometer oder eine 64er Zeit im Halbmarathon gelaufen sind. Also es sind jetzt nicht nur die Damen, die jetzt hier schon eine 2,18 oder eine 2,17 stehen haben, interessant, sondern da kann auch aus dem zumindest hinteren Startnummernbereich auch noch eine Überraschung kommen. Wir wissen ja auch nicht zum Schluss von Tigist Assefa, die hier mit einer 2,34, 31 angereist ist und dann eine 2,15 gelaufen ist, dass dort man durchaus mit Überraschungen rechnen kann. Wer an dieser Stelle Fragen? Ansonsten würde ich gerne noch eine Frage stellen. Rosemary, to you, I would like to ask you, because you ran in Tokyo already 2:19 this year. How much faster will Berlin be this year? Do you have an expectation? Yeah, I went to Tokyo, but I ran 2:19, of which I was not expecting to run that. Okay. Yep, but here in Berlin, I'm expecting to run first or second. That's good to hear. Yeah. You've been running also with the carbon-plated shoes. Does that make a big difference for you? Yeah. Do you get better times? Yeah, for this new shoes, it's a good shoes. Mm-hmm. It's make you to run fast. It's not like the previous some years back. So the shoes are good. If the body is there, you run good. Yep. We'll see the result on Sunday. Very good. Because I'm also asking, because Dera also made her first marathon without carbon-plated shoes and then changed. And how much faster is Dera running with the carbon-plated shoes, for the new shoes? ከዚህ በፊት የሮጥኩም በዚህ ነው። ዱባይም የሮጥኩም በዚህ ነው። ፓሪስን የሮጥኩ በዚህ ስለሆነ በዚህ ጫማ ብዙ ሪከርድ ብዙ ሰዓትን አሻሽያለሁ። አሁኑን በጣም አሻሽዬ ከዚህ በላይ አሻሽዬ እሮጣለሁ ብዬ ነው የሚያስበው። Ja, mit dieser Schuhe habe ich sehr gute Erfahrung. Letztes Mal bin ich auch mit dieser Schuhe gelaufen. Auch in Paris bin ich die gleiche, also diese Art von Schuh gelaufen. Ich hoffe, diesmal wird auch genauso schnell wie letztes Mal. Und ich habe vor, diesmal schneller zu laufen als vorher. Das ist interessant zu hören, gut zu wissen, denn ich habe die Frage bewusst gestellt, weil Dera Dida ihren Debütmarathon damals in 2:21 gelaufen ist, eben noch vor dem Carbon-Schuh-Zeitalter. Durchaus beachtlich. Marc, wir wollen auf jeden Fall noch den Hinweis geben, dass das Rennen natürlich auch medial übertragen wird, im Fernsehen, live übertragen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was zu der Übertragung am Sonntag. Ja, klar, gerne. Wir sind in diesem Jahr wieder bei RTL zu sehen. Von 8:30 Uhr bis 12:15 Uhr kann man dort das Rennen sehen, wie es sich entwickelt. Und dann im Anschluss ab 12:30 Uhr bis
glaube ich, 14:30 Uhr übertragen wir noch auf unserem eigenen YouTube-Kanal. Dann ist natürlich das Rennen der Elite nicht mehr so sehr im Fokus, sondern da geht es dann um alles, was neben und auf der Strecke passiert. Und ja, dann gibt es glücklicherweise auch Übertragungen in alle Herren Länder der Welt. Da kann man es auf der Webseite von uns erkennen, wo die Übertragungen zu sehen sind. Wird auf jeden Fall spannend. RTL überträgt wieder kommentiert durch Mark Hieben und sein Best Boys Team. Dann im YouTube-Kanal von @Berlin-Marathon wird dann auch Lara Papendick wieder mit am Mikrofon sein und dann auch das Feld nachher, das nach 12 Uhr noch mit ins Ziel kommt, dann begleiten können. Und Interviews wird es dann auch unter anderem von Birgit von Benzel geben. Übrigens auch mit am Start, weil du sagtest, RTL überträgt, ist die RTL-Spendenstaffel mit prominenten Namen wie Hans Sapai, Laura Ludwig ist am Start, Britta Steffen ist am Start, aber auch ein Schauspieler wie Kostja Ullmann, Hannes Wegener, Franz Ohrens und Berlinerinnen, Berlinern in der Laufszene natürlich bekannt. Uta Pippich wird auch wieder dort mitlaufen. Gibt es an dieser Stelle Fragen nach diesen reichhaltigen Informationen? Dann bitte ich einfach mal um Handzeichen. Ansonsten vielleicht noch erstmal der Hinweis, dass wir morgen um 11 Uhr hier die Vorstellung der Elite-Läuferinnen und Läufer aus nationaler und internationaler Perspektive haben. Hochinteressante Gäste. Wir haben dann auch die Rollstuhlathletinnen und die Handbiker hier. Und ansonsten würde ich verweisen auch auf den Media Guide, wo weitere Hinweise zu Terminen und Events noch sind. Ansonsten steht das Team von STT Media Relations und Editorial, Robert Fekel und Jochen Schmitz sind hinten, die stehen ansonsten zur Beantwortung bereit. Nicht vergessen möchte ich darauf hinzuweisen, dass also erstens machen wir gleich hier nach ein Fotoshooting mit den Athletinnen, die hier auf dem Podium waren. Und wir haben Informationen auch auf dem Media Guide online, wo ihr den QR-Code auch hier findet. Und nicht vergessen möchte ich zu erwähnen, dass für sämtliche Pressevertreterinnen und Vertreter von euch auch gleich noch ein Sample eines Shocks-Kopfhörers mit der Nackenschalltechnologie bereitsteht. Könnt ihr euch gerne im Ausgang dann mitnehmen, wenn ihr auf dem Weg zum kleinen Imbiss seid, zum Essen, zu dem euch das Team vom STC Events noch einlädt. Dann wünschen wir euch allen erstmal have a good race. Habt einen guten Rennsonntag. Recover well. Race well on Sunday. I hope to see you back here on Sunday on the podium. Vielen Dank fürs Kommen. Was? የበርሊን ሰዎች ሁሉም አሪፍ ነው። ሰውም በጣም አሪፍ ነው። ደስ ብሎኛል። አየሩም አሪፍ ነው። እንደዚሁ ከቀጠለ አሪፍ ሰዓት አስመስግቤ አሪፍ ውድድር እወጣለሁ ብዬ ነው የማስበው። Belay muss noch mal übersetzen. Ja, es sollte nicht vergessen werden, meinen Sie, dass die Publikum oder die Zuschauer auf der Straße die Unterstützung ist großartig. Sie will sich dafür bedanken. Von allem, wenn das Wetter gut spielt am Sonntag, wird sie bessere Ergebnisse erzielen, damit auch die Zuschauer und die Bevölkerung hier wieder gut machen. Also vielen Dank nochmal für die Zuschauer, die am Rande der Straße einfach große Unterstützung sind, hat sie es gedacht. Mit dieser sehr schönen Motivation bedanke ich mich fürs Interesse und freue mich dann auf die Pressekonferenz morgen. Und yes, have a good race on Sunday. Danke fürs Kommen. Thank you. Dankeschön.